Herzlich willkommen zur 13. Folge von Gerrits Tagebuch. Im letzten Monat ist viel passiert, es wird überall fleißig gearbeitet, vieles ist kurz vor der Fertigstellung, aber es reicht nicht dafür, um richtig tolle Bilder zu zeigen. Es wurden sehr viele Fragen gestellt. Erklär doch mal ein bisschen was Genaueres zur Technik. Erzähl uns doch mal, wie kommen die Daten vom Computer zu den Autos oder wie auch immer. Ich habe mich mal hingesetzt und unsere Entwicklung der letzten Jahre mal auf einen Zettel gezeichnet. Und das, was hier auf dem Zettel ist, haben wir hier mal aufgebaut und das möchte ich heute mal ausführlich erklären. Das, was man hier sieht, ist ein Großteil dessen, was wir hier in den letzten Jahren so entwickelt haben. Man muss bei uns grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Systemen unterscheiden. Nämlich eine Software steuert die Züge, das ist die Zugsteuerung. Eine Software steuert die anderen Fahrzeuge, das ist die Fahrzeugsteuerung. Die steuert Schiffe, Flugzeuge und Autos. Und die dritte grundlegende Software ist die Lichtsteuerung. Diese steuert alle Mechaniken und sämtliche Lampen auf der Anlage. Die werden in mehreren Versionen eingesetzt. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, 8 Lichtrechner, diverse Eisenbahnrechner, also Zugrechner und 4 Fahrzeugsteuerungen. Diese sind über Netzwerk verknüpft. Das heißt, alle Befehle, die diese Computer so für sich bemerken, die einen anderen betreffen, werden über Netzwerk ausgetauscht. Wie diese einzelnen Computer dann wiederum mit ihrer Technik kommunizieren, zeige ich gleich. Ein Beispiel für den Austausch von Befehlen übers Netzwerk wäre, der eine Fahrzeugsteuerungsrechner hat ein Auto entdeckt, was zu schnell fährt, gibt über Netzwerk zu dem Lichtsteuerungsrechner den Befehl, die Blitze zu aktivieren. Kommen wir zu den Bereichen, wo wir eine Eigenentwicklung gemacht haben, und zwar die Fahrzeug- und die Lichtsteuerung. Beide Softwareprogramme funktionieren eigentlich ähnlich. Sie sind übrigens in Delphi programmiert, das wurde auch häufig gefragt. Wie kommen die Daten eigentlich vom Computerprogramm zur Technik? Über ein einziges Kabel, das ist hier. Auf dieser Seite wird eine ganz normale USB-Kabel an den Computer angeschlossen, wie fast jeder das kennt. Und auf der Seite haben wir ein RS485-Bus, nennt sich das. Das heißt, es gibt nur ein einziges Kabel, wie die Daten rausgehen. Es gibt ein zweites Kabel, wie die Daten reinkommen, und zwar das Rückmeldesystem. Die Rückmelder werden eingesetzt dafür, um zum Beispiel in der Straße kleine Kontakte zu haben. Ein Auto fährt drüber, Computer weiß, wo das Auto ist. Ein Druckknopf an der Anlagenkante wird gedrückt, eine Aktion wird gestartet. Die Brandmeldeanlage löst aus, ich weiß Bescheid, dass wir einen Feueralarm haben. Diverse Beispiele dafür, wie die Daten in den Computer reinkommen. Alle Eingänge in den Computer sind einfach nur Ja-Nein-Eingänge. Es fließt Strom, es ist also was los, es fließt kein Strom, es ist nichts los. Was hängt denn jetzt an diesem Bussystem alles dran? Hier sieht man jetzt eine Auswahl von den Sachen, die an diesem besagten Kabel hängen. Das Kabel kommt vom Computer, geht zum ersten, geht zum zweiten und so weiter und so fort. Und da können verschiedene Sachen dranhängen. Fangen wir mal hier vorne gleich an. Das ist eigentlich eine große Technik für eine kleine Wirkung. Nämlich hier sieht man es, kleine Leuchtdisplays, mit denen wir zum Beispiel Geschwindigkeitsanzeigen in der Anlage oder aber in Amerika das Verkehrsleitsystem machen. Die Textanzeige kann ich für verschiedene Anwendungen verwenden. Ich kann Texte draufbringen, ich kann die blinken lassen. Oder ich kann daraus Laufschriften machen und noch diverses mehr. Bei unserem Versuchsaufbau führt unser besagtes Buskabel jetzt weiter zu dieser Platine. Das ist eigentlich vielleicht unsere aufwendigste, und zwar eine Schrittmotorsteuerung. Die kann unheimlich viel. Hiermit bin ich in der Lage, 3 Schrittmotoren hochpräzise zu steuern, in verschiedenen Geschwindigkeiten Programme abzufahren. Ich kann ganze Sequenzen ablegen in diesem Modul, wie sich diese Motoren verhalten sollen. Schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Kräne, die ineinandergreifende Bewegungen machen sollen oder ähnliches. Gehen wir weiter in unserem Bus zu diesem System hier. Am Flughafen gibt es ja die berühmten Einweiser, die die Flugzeuge einweisen und sagen Stopp, damit das Flugzeug sauber steht. Da gibt es heutzutage andere Systeme, für die das automatisch mit Kameras machen, sogenannte Visual Guidance Docking Systems. Auch das werden wir bei unserem Knuffing Airport haben. Und mit diesem System kann ich jedem ankommenden Flugzeug sagen, erstmal die Information, welcher Flugzeugtyp da rein programmiert ist, so ist es in echt auch, und halt ganze Sequenzen ablaufen lassen, die die Einweisung übernehmen, ob man mehr nach rechts, mehr nach links, Stopp, schneller, langsamer und so weiter. Weiter gehen unsere RS485 Steuerdaten zu diesem Modul. Und zwar auf den Bahnhöfen, im Terminal und überall wird es Ankunft-Abfluganzeiger geben, in groß und in klein. Das hier sind die kleinen Varianten und die müssen natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Es wird natürlich auch den großen Videoscreen später geben, aber der wird nicht über dieses System gesteuert werden. Von hier aus geht das Kabel vorbei an diesem, das erkläre ich gleich, zu dieser Platte hier. Hier sind eigentlich die wichtigsten Elemente für uns, nämlich unsere sogenannten Mivolite-Karten. Diese Karten haben 24 Ausgänge. Es gibt 2 Varianten davon. Einmal Autosteuerung, da steuern diese 24 Ausgänge Stoppstellen, Weichen, also Sachen, die die Autos steuern.
Und es gibt die Variante für die Lichtsteuerung. Da können diese 24 Ausgänge mit beliebigen Blinksequenzen beliebig lang belegt werden. Ich werde jetzt in diesem Beispiel mal von diesem uralten Unimog die alte Rundumleuchte, die so ein bisschen so blitzt, in ein hochmodernes Blaulicht umprogrammieren. Ich gehe mal. Also diese Mivolight-Bausteine steuern die gesamte Anlage, was das Licht angeht. Hier mal ein Motor an und aus, aber sie geben auch Befehle weiter an andere Technik, wie zum Beispiel an diese kleinen Teilchen, in denen so viel Arbeit steckte. Wir haben hier nämlich eine selbst entwickelte Platine, die uns ermöglicht, ganz viele verschiedene Videosequenzen auf so kleinen Bildschirmen zu starten. Ob das jetzt die Anzeigentafel in der HSH Nordbank Arena ist oder ob es Public Viewing Stellen sind oder am Flughafen Werbetafeln, die irgendwie ihr Bild wechseln. Es gibt da vielfältige Veränderungen und darüber wird auch Sound gestartet. Und zwar ist eine 2 GB SD-Karte hier drin. So viele Sounds, wie da drauf passen, können über die Mivolites über bestimmte Morse-Frequenzen abgerufen werden. Das heißt, wir können überall in der Lage mit diesem Baustein computergesteuert Sounds abspielen. Das ist also unser RS485 Datenbus, über den wir hier fast alles steuern. An diesem Bus könnte auch noch was weiteres dran gehängt werden. Da haben wir uns aber entschieden, dass wir ein anderes Protokoll für die Experten RS422 verwenden, da wir in beide Richtungen mit einigen Sachen reden müssen, nämlich mit unseren Satelliten an der Decke. Diese Satelliten steuern sämtliche Autos, Flugzeuge und Schiffe und für den Spezialfall Schiffe empfangen auch von den Schiffen die Daten, nämlich die Positionen, wo sich die Schiffe befinden. Das ist ein weiteres sehr kompliziertes System, weil ein Signal aus dem Rechner kommend sich auf ganz viele Satelliten aufteilen muss. Das passiert in diesem Rack hier. Und zwar sind hier fast beliebig erweiterbar Anschlüsse für Satelliten. Satelliten sind sehr komplexe Systeme, weil sie Daten empfangen und Daten senden. Wiederum kann ich auch einen einzigen Anschluss hier an dem Rack für dieses System hier verwenden. Und zwar diese Platine lässt sich in Reihe schalten, beliebig oft, hat 6 Ausgänge für lokale Sender. Und zwar als Beispiel für die Flugzeuge in den unterirdischen Bereichen oder auch für Autos kann ich kleine Streifen hier verwenden, große, so viele wie ich will anschließen, um das Infrarotsendesignal für die Autos, Schiffe und Flugzeuge nochmal klein zu verteilen. Zu den Schiffen werden wir, ich sag mal so nach dem Fertigbau des Flughafens sicherlich noch ganz viel erzählen, denn dann wird eine Zeit lang Gerrits Tagebuch von dem Thema Schiffssteuerung dominiert sein, die ist ja noch nicht ganz fertig. Ich habe hier schon mal ein Schiff stehen, da kann man schon mal reingucken, wie komplex das Ganze wird. Es wurden so viele Fragen gestellt, deswegen gehe ich mal einmal ganz kurz darauf ein. Am Heck und am Bug sind Empfänger, die empfangen Ultraschall- und Infrarotdaten, errechnen damit die Position, schicken sie über Sender in der Mitte wieder zurück und im Schiff gibt es eine ziemlich umfassende Steuerelektronik für Steuerung der Antriebe, Bugstrahler, Heckstrahler, die gesamten Lampen, Positionsleuchten und vor allem die Berechnung der Position. Dazu aber in einer späteren Folge mehr. Ich hoffe, dass dieser kleine oder große Exkurs in unsere Technikwelt für die Nicht-Technik-Interessierten nicht zu anstrengend war und den anderen einige Fragen beantwortet hat. Wahrscheinlich werden viele neue kommen, wir schauen mal. So viel für diese Folge von Gerrits Tagebuch. Nächstes Mal, das verspreche ich, gibt es wieder Flughafenbilder. Bis dann, vielen Dank.